If you want it, you don't get it. If you got it, you don't need it. But if you leave it, you may just want it again. So what you got, better grab it fast. As if it wouldn't last any longer. If you don't use it anyway, you still may lose it again. If you do it, you regret it. If you don't, you regret it. Never getting married, though you want it so bad. People say your friends are God's way, so say sorry for your family. So perhaps it's your dreams that make up for your life and your lust and your lust and your life. The lack of me and your lust. Willkommen zu einem neuen Video, den Monatsvlog Juli. Ich habe im letzten Video total vergessen zu erwähnen, dass wir im Kino waren und ja, das wollte ich jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall mal nachholen, weil das war eigentlich echt so ein kleines Highlight. Und zwar haben wir uns den neuen Top Gun Film im Kino angesehen und ja, ich habe schon ewig drauf gewartet auf diesen Film, weil der sollte ja eigentlich schon 2020 rauskommen, im Sommer 2020, und dann wurde es immer weiter irgendwie verschoben wegen Corona. Und ja, dieses Jahr war es dann endlich soweit. Und dann haben wir uns frisch vorher den ersten Teil nochmal angeguckt. Den mag ich halt sehr gerne. Also es ist einfach ein guter alter Film und Tom Cruise ist da relativ cute in dem Film. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, finde ich. Und dann haben wir uns den Top Gun Maverick im Kino angesehen und der hat nicht enttäuscht. Also Johannes und ich haben den sehr genossen. Wir waren so richtig aneinander geklebt im Kino und haben so mitgefiebert und so irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich habe auch gegen Ende so ein paar Tränen verdrückt und es war auch lustig und spannend und ja, gute Aufnahmen und ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also wenn ihr den auch gesehen habt, dann schreibt mir mal gerne in den Kommentaren und schreibt mir, wie ihr den fandet. Oder wenn ihr beide Teile noch nicht gesehen habt, dann ist das auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung, euch den anzusehen, weil ich finde, das sind halt irgendwie coole Filme. Und ja, ich fand auch die TikToks, die dann so ein bisschen kursiert haben danach, super lustig. Also zum einen diese Videos von dieser Beach-Szene, die war auch sehr gut. Aber auch irgendwie, dann gab es halt ganz oft diese Videos, wo Leute ins Auto einsteigen und dann ganz viele Knöpfe drücken und Sonnenbrille aufsetzen. After watching Top Gun, wie man jetzt ins Auto einsteigt oder so, als ob man halt in einem Flugzeugcockpit ist. Das wollten Johannes und ich eigentlich auch nachmachen mit dem Motorrad, weil er hat da vorne auch so ein Cockpit mit so blinkenden Lichtern und dann hätte man das auch so machen können. Und auch so Sonnenbrille auf und dann irgendwie sagt er, talk to me Goose oder so und dann bin ich plötzlich hinter ihm mit so Helm und so. Das wäre super lustig gewesen, aber dann haben wir es irgendwie nicht geschafft und jetzt ist der Moment einfach vorbei, um das zu machen. Aber ja, das wär schon ein bisschen lustig gewesen. Naja, so viel dazu. Dann habe ich im letzten Video auch noch erwähnt, dass wir auf der Suche nach neuen Stühlen sind für den neuen Esstisch, weil die alten dazu nicht so gut gepasst haben. Und da haben wir dann einen Anbieter gefunden auf eBay Kleinanzeigen. Also vorher habe ich auf Etsy und im Internet ganz viel geschaut, was für Optionen man dann hätte. Und dann bin ich halt auf diesen eBay Kleinanzeigen-Profil gestoßen. Der hat so ganz viele alte Vintage-Stühle und die Preise waren halt super günstig. Verglichen jetzt zu den anderen Stühlen, die ich sonst im Auge hatte, war das echt so gut, wäre das halt eine gute Idee gewesen, um irgendwie mal zu gucken. Jedenfalls wollten wir uns die Stühle von dem Anbieter dann mal ansehen. Und bei eBay Kleinanzeigen ist es ja auch so ein Ding, man weiß nicht, auf was für einen Typ Mensch man irgendwie so trifft. Das hätte jetzt auch so ein richtig ruppiger alter Typ sein können oder so. Aber da hatten wir Glück, weil das war so ein ganz normaler Typ, junger Typ, der super nett war. Und ja, der hat da so ein Lager und der sammelt irgendwie so ganz viele alte Stühle aus so Schulen oder Theater und bietet die dann halt an, auch zum Mieten, glaube ich auch, für so Veranstaltungen oder so. Und ja, da haben wir uns halt ein paar Stühle angeguckt und auch so Probe gesessen, um zu gucken, ob die bequem sind.
Und ich habe mich ja schon im Vorfeld in einen Stuhl verliebt, in diesen Drehstuhl. Den fand Johannes dann aber in echt nicht so super bequem. Also er meinte für ihn so als große Person, weil der relativ schmal ist. Und wenn man dann so ein bisschen breitbeiniger sitzt, dann ist es irgendwie am Oberschenkel oder so nicht bequem. Das ist hier jetzt übrigens schon der Stuhl, Spoiler Alert. Also die Lehne ist dann so, dass man halt am bequemsten drauf sitzt, wenn man ein bisschen gerader drauf sitzt. Was eigentlich gut ist, damit man halt ein bisschen gerade drauf sitzt, weil ich sonst immer so richtig krumm irgendwie am Tisch sitze. Deswegen mussten wir halt irgendwie so einen Kompromiss finden, weil ich fand die optisch super schön. Und aber es ist halt irgendwie dumm, dann Stühle zu haben, die Johannes unbequem findet. Oder wenn wir halt größere Personen als Gäste da haben, wäre es halt gut, wenn wir irgendwie andere Optionen haben. Und dann war der Kompromiss, dass wir zwei Stühle auswählen. Also 2 von den Drehstühlen und dann 2, die er dann aber bequem findet. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Und der eBay Kleinanzeigen Anbieter war halt auch super nett und hat uns angeboten, dass wenn wir die Stühle bei uns stehen haben und merken so, irgendwie sieht das halt überhaupt nicht gut aus und gefällt uns gar nicht, hätten wir die auch noch umtauschen können, vielleicht auch andere Stühle aussuchen können oder so. Und das war auf jeden Fall richtig cool, dass man die Option gehabt hätte. Wir sind bei unserer Wahl dann geblieben. Und der eine Stuhl steht jetzt hier, aber weil ich das Intro gerade filme und das momentan so steht. Aber ja, ich zeige euch jetzt gleich einen Clip, wo ihr dann seht, wie das Ganze dann im Esszimmer aussieht. Hier seht ihr jetzt mal, wie das Ganze zusammen aussieht. Also ich muss sagen, mir gefällt es echt gut. Ich finde, die Stühle harmonieren mit dem Tisch. Die Braun- bzw. Orangetöne harmonieren zusammen und der Tisch sieht auch nicht mehr so klein aus wie mit den anderen Stühlen. Und ja, ich finde, das ergibt ein harmonisches Bild zusammen. Ich habe jetzt vorne die Drehstühle hingestellt und auf der anderen Seite die anderen Stühle. Und mir gefällt es sehr gut. Ich habe echt geschwankt, ob ich nicht wieder so französische Papercord-Stühle nehme. Das hätte auch gepasst, so ein bisschen Countryside-Vibe. Bin aber sehr happy, dass wir uns für diese Vintage-Stühle entschieden haben. Das war auf jeden Fall auch die etwas günstigere Alternative. So, ich glaube, ich saß noch nie in einem Video in diesem Sessel, aber jetzt ist es soweit. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert, 32, und Daisy und ich sind beide nicht so die Geburtstagstypen, also dass wir so da unbedingt gerne so ein großes Trara machen, jetzt außer wenn es so ein super runder Geburtstag ist, wie jetzt der 30. oder so. Und dieses Jahr wollte ich auch irgendwie fast nichts machen. Ich so zu Johannes hat halt gefragt, ja, was willst du zu deinem Geburtstag machen? Ich so, irgendwie gar nichts. Und so ein paar Tage vorher kam es mir dann doch irgendwie so, irgendwie so was Kleines würde ich dann doch vielleicht schon machen. Und da dachte ich mir, okay, lade ich auf jeden Fall Elisa und Ersan ein, weil ich die schon lange nicht gesehen hat. Dann ist das irgendwie eine gute Gelegenheit. Und Daisy und dann kamen noch Emi und Erika dazu. Und dann hatte ich doch irgendwie auch noch Lust, irgendwie was Kleines zu backen. Dann hatte ich Bock, irgendwie wieder Pavlova-Kuchen zu machen, weil ich hatte den bis jetzt nur einmal gemacht. Irgendwann, wann war das? War das letztes Jahr? Ich weiß nicht, das war für Erika auf jeden Fall mit so Sourceware-Logo drauf. Und der war super lecker, der war gut gelungen. Und das wollte ich wollte ich mal gucken, ob ich den nochmal so hinkriege.
Und ja, der wurde auf jeden Fall gut. Ich hatte erstmal Angst, dass die Zuckerkristalle dann nicht richtig aufgelöst sind und dass der dann dadurch so suppt. Aber alles gut, der wurde tatsächlich relativ perfekt. Also ich mag es, wenn das Innere so Schaumkussmäßig ist, also marshmallowy, naja, weniger Marshmallow, also sehr fluffig und leicht und es zergeht so auf der Zunge und die Kruste dann halt schön fest und schneeweiß. Also das wäre so mein idealer Pavlova-Kuchen. Das Einzige, was ich irgendwie super verkackt habe, ist die Schlagsahne. Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich das mit der Maschine gemacht habe und nicht mit dem Handrührer. Irgendwie wurde ich wusste nicht mehr, ob ich zu wenig gerührt habe, so dass es dann noch zu flüssig ist, wenn man es umkippen würde. Oder ob ich dann schon zu viel gerührt habe, dass wenn ich noch mehr rühren würde, das dann zu Butter wird. Und da war ich dann irgendwie unter Zeitdruck und dachte so, ach egal, ich nehme das jetzt so, wie es ist. Und ja, die war so ein bisschen... die hatte nicht so eine richtig schöne Festigkeit. Das muss ich nächstes Mal auf jeden Fall mit einem Handrührer machen. Ich habe mich dann super geärgert, dass ich dann keinen TikTok oder so dazu gefilmt habe, weil das wäre einfach guter Content gewesen. Der sah auch super schön aus. Muss ich auf jeden Fall dann einfach genauso nochmal machen, just for Content. Und da werde ich dann auf jeden Fall auch so wirklich Step by Step die Anleitung teilen, weil Pavlova-Kuchen ist echt so eine... da kann man eine Doktorarbeit irgendwie drüber schreiben, weil das ist so ein bisschen tricky teilweise mit Temperatur oder was weiß ich alles, irgendwie irgendwelche Faktoren halt noch. Ich habe auch einen Artikel gefunden, die gefühlt wirklich eine Doktorarbeit geschrieben hat, so richtig mit so Graphen, was sich wie verändert, wie lange man rührt oder wann man welche Temperatur im Ofen macht und so, wie sich das dann verhält. Wann ist es marshmallowy, wann ist es irgendwie chewy oder so. Und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Wie auch immer, ich werde das auf jeden Fall noch nachholen und dann werdet ihr mein persönliches Rezept finden, zu sehen bekommen, wie ich das mache. Und ja, ich habe aber nicht nur den Pavlova-Kuchen zum Geburtstag gemacht, sondern dachte auch so, ach, ich mache irgendwie, weil wir das so nachmittags gemacht haben, mache ich doch ein ganzes English Afternoon Tea Thema draus. Und dann habe ich kleine Sandwiches gemacht, Toast-Sandwiches, wo man die Kanten dann abschneidet und dann eins mit Frischkäse und Gurke und das andere mit Eiersalat. Johannes hat dann seinen Eiersalat gemacht, den er immer jetzt super lecker macht. Und dazu dann Scones. Und ich habe noch nie vorher Scones gemacht, dachte so, ja, jetzt probiere ich das mal aus. Und die wurden echt gut. Also es liegt wahrscheinlich an dem Rezept, was richtig gut war. Das ist von Preppy Kitchen gewesen, das Rezept. Ich liebe diesen Typen, also das ist ein YouTuber. Verlinke ich euch, habe ich bestimmt schon mal an anderer Stelle erwähnt. Aber ja, dieser Typ macht einfach super gute Laune, wenn man da die Videos anguckt. Und die Rezepte sind halt auch echt gut nachzumachen. Und ja, die Scones sind auf jeden Fall gelungen gewesen. Muss ich auf jeden Fall auch nochmal machen, weil es relativ einfach ist. Und ja, also viel Back-Action, aber ja, sowas macht mir halt voll Spaß. Und ja, dann hatten wir einen schönen Nachmittag. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Clips vor diesen Sprechteil einblende oder nachher. Ich habe mir auf jeden Fall extra dafür nochmal das Outfit angezogen, was ich auch an dem Tag anhatte. Das ist so ein altes Arcade, so eine alte Arcade-Weste. Ich glaube, die haben sie eventuell nochmal. So cremeweiß und meine Arcade-Seidenhose, die ich sowieso die ganze Zeit immer anhabe, jetzt im Sommer. Und ja, ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Und ja. Ich habe meine Nägel mal schön frisch lackiert und wollte euch das mal zeigen. So French Nails hatte ich schon lange nicht mehr auf meinen Nägeln. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und das habe ich dann auch auf den Füßen. An den Füßen hatte ich noch nie vorher French Nails drauf, aber echt super schön. Sieht so schön gepflegt und klassisch aus. Und für diese French Tips habe ich diese Silikon-Stamps benutzt. Das habe ich auf TikTok oft gesehen und wurde da dann geinfluenced. Da macht man auf dieses Kissen den weißen Nagellack drauf und dann drückt man da mit den Fingern so rein, damit man nur am Rand diese Farbe hat. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, habe ich jetzt so zweimal ausprobiert und finde ich echt gut. Also kann ich sehr empfehlen. Schaut euch da auf jeden Fall mal die Tutorials auf TikTok an. Gute Sache. Early morning haze
understand she has a job that needs to be productive. It's the rays of dawn burning the shape of my eye. Come sober up or give way one more. Easy to forget what's real. The last one, it's a real last one, and only one more cigarette and one on the way out. Early morning haze to pillow is my friend tonight. Oh, please let it be. It's alright. Easy to forget. It's easy to forget what is really important. So, es ist Zeit für mal so ein bisschen PlayStation Talk, weil das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Johannes und ich haben nämlich ziemlich lange kein PlayStation mehr gespielt, weil es einfach keine Spiele mehr gab, also keine coolen Spiele, die wir spielen wollten. Und ja, diesen Monat ist es endlich soweit. Wir haben jetzt so ein paar Spiele angefangen und dann wollte ich jetzt gleich mal mein erstes Feedback teilen. Kleine Background-Info, irgendwie hat PlayStation jetzt irgendwie dieses PlayStation Plus Abo-System verändert. Das ist nicht mehr PlayStation Plus, sondern, ich habe es vergessen, war es Premium oder so. Irgendwie gibt es da jetzt so verschiedene Stufen oder Modelle, die man da auswählen kann. Und Johannes konnte irgendwie was nehmen, was dann nur so 5 Euro gekostet hat für bis Mitte August, wo voll viele Spiele dann komplett umsonst sind. Ich glaube, weil man diese online irgendwie spielt oder so. Also nicht runterladen muss oder so weiter und so weiter. Und naja, wie auch immer. Jedenfalls sind da halt voll viele Spiele umsonst, die wir auch interessant fanden. Und ein Spiel, auf das ich voll lange gewartet habe, auf das ich ganz gespannt war, war Stray. Das ist so mit so einer Katze. Und ich würde sagen, das ist so ein slow Runterkommen-Spiel, weil es passiert nicht super viel. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber ich glaube vielleicht eine Stunde Spielzeit vielleicht. Man spielt jedenfalls so eine kleine Katze, die dann irgendwie da so rumläuft in so einer, wie es scheint, dystopischen Welt irgendwie. Also irgendwas ist da passiert, was man noch rausfindet wahrscheinlich. Und ja, also die Grafik ist sehr schön, ist so ein bisschen atmosphärisch und es ist jetzt nicht so das spannendste Spiel, aber ich glaube für mal so zwischendurch, wenn man so ein bisschen abschalten will, ist es, glaube ich, ganz schön. Dann haben wir Crash Bandicoot. Ich weiß gerade nicht, wie der Teil heißt. Irgendein neuer Teil, ich weiß nicht. Bei Crash Bandicoot bin ich da nicht so up to date, welche Teile es gibt und so weiter. Jedenfalls meinte Johannes, es ist irgendwie ein neuer Teil. Finde ich auch cool. Es erinnert mich so ein bisschen an Spyro. Also ich bin halt auf jeden Fall Team Spyro. Und Crash Bandicoot macht auch Spaß zu spielen, aber es ist potenziell frustrierend. Also das ist so ein Spiel, was ich nicht zu lange spielen kann, weil ich dann aggressiv werde, weil es mich dann so richtig nervt, wenn dann die ganze Zeit runterfällt oder irgendwas nicht hinkriegt. Und dann kriege ich immer auch ganz schwitzige Hände. Also das ist dann das Gegenteil zu Stray. Also nicht runterkommen, sondern eher herzbelastend das Spiel. Aber auch ganz unterhaltsam, sage ich mal. Aber das Spiel, was uns bis jetzt am meisten gefällt von dem, was wir angefangen haben diesen Monat, ist
Death Stranding. Das ist überhaupt kein neues Spiel. Ich glaube, das kam raus 2019 oder so, also relativ lange her. Und ich habe immer mal wieder was davon gesehen. Also ich habe Plakate gesehen oder irgendjemand hat davon so erzählt. Und es hieß dann immer, oh ja, das ist das Spiel, wo man so Pakete ausliefert. Und es klang dann immer so ein bisschen dumm irgendwie. Und auch es hieß so, ja, keiner versteht das Spiel oder irgendwie sowas. Und dann also keine Ahnung, ich war dann halt irgendwie nicht so interessiert an dem Spiel. Also habe mich nicht weiter damit befasst. Und Johannes hat es einfach mal installiert. Ich weiß gar nicht, ob es installiert ist, weil wie gesagt, es läuft irgendwie über Cloud, das Spiel. Wie auch immer, wir haben es dann halt angefangen. Und ich finde es, also wir beide finden es ziemlich cool eigentlich. Es macht Spaß. Ja, man muss Pakete austragen als Haupttätigkeit in dem Spiel. Aber es hat halt auch ein cooles Setup. Von der Welt her, Grafik ist schön und die Story scheint sehr interessant zu sein. Es ist halt, finde ich cool, dass eigentlich nicht sofort so alles erklärt ist und alles klipp und klar ist. Man muss so ein bisschen dranbleiben und irgendwie verstehen, was da passiert ist oder wie irgendwie die Welt da gerade ist. Und es ist sehr fantasievoll, also originell, finde ich, von der Story her. Und das mit dem Pakete ausliefern, ja, ist halt dann sozusagen die Tätigkeit, wie man dann da levelt. Hatte man so halt auch noch nie, finde ich auch interessant, weil man so auf manche Sachen achten muss, wie, was weiß ich, wie viel man halt tragen kann, Gleichgewicht und so. Und das ist schon irgendwie ziemlich lustig und ja, mal was anderes. Ich finde es ziemlich cool. Das werden wir dann so ein bisschen spielen, wenn wir dann Zeit dazu haben. Ja, habt ihr noch irgendwelche Spielempfehlungen? Dieses Horizon wurde mir von jemandem empfohlen, aber irgendwie wollte ich da noch nicht so wirklich committen. Und dann gibt es ein Spiel, ich weiß aber nicht, ob es schon draußen ist, ich glaube nicht. Das fände ich, glaube ich, cool, dieses Forsaken heißt es jetzt, glaube ich. Das hatte irgendwie eine Namensänderung. Das fände ich interessant, aber wie gesagt, ich glaube, das ist noch nicht draußen. Ich will das jetzt nicht zu lang machen. Das sind jeweils unsere drei aktuellen Spiele. Stray, so ein langsames Spiel, Crash Bandicoot, so ein klassisches Jump and Run und Death Stranding als so Popcorn-Spiel, sag ich mal. Also das ist halt auch cool, wenn einer spielt und man kann halt gut zugucken. So viel dazu. Okay, jetzt ist mir doch noch so eine kleine Sache eingefallen, die ich noch kurz erwähnen wollte, und zwar auf welches Spiel ich mich noch dieses Jahr am allermeisten freue, und zwar Hogwarts Legacy. Also alle Harry Potter Fans unter euch, das wird das Spiel sein. Also da bin ich super gespannt, wie das wird. Da soll die Welt ja so richtig riesig sein und man kann richtig viel machen. Und oh mein Gott, das wird ein richtig gutes Spiel, was man machen kann, wo einer spielt und andere Leute gucken zu. Dafür würde es sich super lohnen, dass wir uns dann einen Beamer holen und dann sitzt man hier auf der Couch und dann spielt man auf dem Beamer. Oh, das wäre super geil. Also dieses Spiel, man merkt, das macht mich auf jeden Fall ganz aufgeregt. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Aber wann kommt es raus? Ich glaube late 2023, vielleicht November oder Dezember. Auf jeden Fall in der Winterzeit. Was dann eigentlich auch ganz passend ist, weil man in der Winterzeit ein bisschen mehr dazu kommt, irgendwie zu Hause PlayStation zu spielen, und davor sind wir noch mit anderen Dingen beschäftigt. Und das wollte ich nur kurz erwähnen. So, ich probiere mal wieder ein neues Backrezept aus. Das ist Double Baked Brioche. Da hat man Brioche-Scheiben, dazu kommt dann so ein Honig-Wassersirup, Marmelade und eine Mandelcreme drauf. Dazu dann passende Früchte, also die Marmelade und die Früchte sollten zusammenpassen. Man kann es auch mit Erdbeeren machen. Dann kommen dann noch so Mandelsplitter drüber und dann kommt das Ganze in den Ofen. So sieht es dann fertig aus. Und das habe ich dann für Sophie gebacken für ihren Geburtstag. Es war auf jeden Fall sehr lecker. So you talk the talk, but can you walk the walk? It's easy to forget what's really important. It's easy to forget. So, der Monatsvlog
Monatsvlog Juli geht zu Ende. Ich wollte euch eigentlich in diesem Monat schon am liebsten das fertige Esszimmer-Makeover zeigen, weil wir da gestrichen haben. Deswegen ist auch der Esstisch hier im Wohnzimmer. Aber da komme ich sonst in Zeitnot, um diesen Juli-Vlog rechtzeitig online zu bringen oder so, dass er halt nicht irgendwie Mitte August oder so online kommt. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das dann einfach ganz in Ruhe im nächsten Monat und mache diesen Vlog dann halt fertig. Und ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video, was dann ungefähr so in 3 Wochen ist, also nicht mehr allzu lange. Und ja, dann bis dann. Tschüss!